Herzlich willkommen zu diesem Video. Es startet nun eine neue Themenserie, nämlich über die Ewigkeit und über das, was nach dem Tod geschieht. Dieses Thema ist ja geheimnisumwoben und über die Jahrhunderte hinweg haben immer wieder Menschen inneren Trost, richtigen Halt und vor allem Wegweisung gefunden in der Bibel. Und heute geht es um das erste biblische Thema, nämlich um das neue Jerusalem. Jesus sagt in dem Johannesevangelium Kapitel 14, Vers 2, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Und damit meint er den Himmel. Über den Himmel kursieren viele unterschiedliche Vorstellungen. Manche meinen, es ist langweilig dort und es gibt keine Action. Aber im Endeffekt sehen wir uns alle doch danach, an einen Ort zu kommen, an dem wir ruhen dürfen, an dem wir nicht mehr das Leid erleben müssen, welches wir auf dieser Erde erleben, an dem wir nicht mehr neues Leid erleben müssen. Und wenn du mal in einer Lage bist, in der es dir so richtig dreckig geht, dann lies die beiden letzten Kapitel in der Bibel durch. Sie behandeln den Himmel. Das ist in dem Buch der Offenbarung, Kapitel 21 und Kapitel 22. Und ich möchte einen Vers vorlesen aus dem 21. Kapitel, nämlich den 2. Vers. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Es ist eine heilige Stadt. Sie ist abgesondert und distanziert von allem Unreinen. Ihre Wesen zeichnen sich aus durch ihre Unschuld und durch ihr reines Wesen. Es wird keine Sünde mehr in dieser Stadt sein. Ganz im Gegenteil zu den Sündensümpfe, welche wir auf dieser Erde haben. Und Gott wohnt buchstäblich in dieser Stadt. Der Name der Stadt ist das neue Jerusalem. Das alte Jerusalem auf dieser Erde hat ihre Rolle ganz und gar nicht erfüllt. Jerusalem bedeutet Stadt des Friedens. Und Jerusalem hatte in den biblischen Berichten nur wenige Jahre Frieden unter dem König Salomo. Und Jesus ruft traurig und wehklagend über diese Stadt Folgendes aus. In dem Evangelium nach Matthäus. Er sagt, Jerusalem, o Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die Gott zu dir schickt. Wie oft schon wollte ich deine Bewohner um mich sammeln, so wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt. Aber ihr habt es nicht gewollt und nun, euer Tempel wird von Gott verlassen sein und völlig zerstört werden. Jerusalem ist ein Sinnbild für Blutschuld und für tragische Sünden. Vor allem, weil sie Jesus, den Sohn Gottes, ans Kreuz genagelt haben. Das neue Jerusalem ersteigt von Gott aus dem Himmel herab. Das zeigt, dass Gott der Erbauer ist dieser Stadt und nicht ein Mensch. Die Städte, welche von Menschen erbaut werden, sie werden von der Sünde regiert. Und das war auch mit dem alten Jerusalem. Das zeigt ein Vers in dem 2. Buch Samuel, Kapitel 5, Vers 6. Der Hintergrund dieser Verses ist folgendes. Der israelitische König David, er möchte die Stadt erobern. Und er kommt nun hin zu dieser Stadt. Und sie machen ihm eine folgende Ansage. Und der König David zog mit seinen Männern nach Jerusalem gegen die Jebusiter, die im Land wohnten. Die aber sprachen zu David und sagten, du wirst hier nicht hereinkommen, sondern die Blinden und die Lahmen werden dich vertreiben. Denn sie dachten, David kann hier nicht hereinkommen. So, sie haben diesen Stolz und sagen, dass blinde und lahme feindliche Heere in die Flucht schlagen. Ihre Stadt ist geprägt von Stolz und sie ist mit Krankheit behaftet. Und in dem neuen Jerusalem wird es nie eine einzige Krankheit geben. In dem Kapitel Offenbarung 21, Vers 2 steht, dass diese Stadt, sie ist zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Eine Braut sieht am Hochzeitstag so schön aus. Und im Himmel wird eine Hochzeit gefeiert, die Hochzeit des Lammes. Und über diese Hochzeit wird noch ein extra Video erscheinen, nämlich nächstes Mal. Im Himmel, in der Hochzeit,
Da wird sich die Beziehung zwischen Gott und den Menschen zu 100% entfalten. Die Gemeinschaft mit Gott, der Segen Gottes, seine Gegenwart wird ununterbrochen sein, anders als hier auf dieser Erde. Und wie ein frisch verliebtes Paar sich bedingungslos liebt, so wird unser Bedürfnis nach Angenommensein, nach echter Liebe ganz gestillt sein. Kein Deut von Negativität, kein Hauch von Bösem wird in dieser Stadt sein, denn Leid und Schmerz werden nicht existieren. Möchtest du dabei sein? Möchtest du auch in den Himmel? Jesus sagt im Matthäus-Evangelium: Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott sehen. Und selig bedeutet gerettet. Wir müssen gerettet sein von unseren Sünden und von den ewigen Folgen der Sünde. Und was ist eine ewige Folge der Sünde, ein Resultat der Sünde? Die Verbannung aus der heiligen Stadt, die Verbannung von Gott. Und die Bibel beschreibt das Schicksal dieser Menschen folgendermaßen. In dem 21. Kapitel der Offenbarung, in dem 8. Vers. Furchtbar aber wird es denen ergehen, die mich feige verleugnen und mir den Rücken gekehrt haben, die ein Leben führen, das ich verabscheue, den Mördern und denen, die sexuell unmoralisch leben, allen, die Zauberei treiben und Götzen anbeten, den Lügnern und Betrügern. Sie alle werden in den See aus brennendem Schwefel geworfen. Das ist der zweite, der ewige Tod. Du hast heute die Möglichkeit, dich zu entscheiden, ob du deine Ewigkeit im Himmel oder in der Hölle verbringen möchtest.